Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles Rezept für gebratene Nudeln. Dafür als erstes 200 Gramm asiatische Mie-Nudeln in eine passende Schüssel geben, mit kochendem Wasser übergießen, 5 bis 6 Minuten darin ziehen lassen und dann über einem Nudelsieb abgießen und zur Seite stellen. Als nächstes für die Soße einen Esslöffel braunen Zucker, einen gehäuften Teelöffel Sambal Oelek, je einen Esslöffel Soja sowie Fischsoße, etwa 2 Esslöffel Hoisinsoße und 100 Milliliter Gemüsefond in eine kleine Schüssel geben, alles einmal gut verrühren und dann ebenfalls zur Seite stellen. Wenn das erledigt ist, müssen wir nur noch das Gemüse vorbereiten. Dafür als erstes eine Schalotte, ein kleines Stück Ingwer und 2 Knoblauchzehen abziehen bzw. schälen und anschließend fein hacken. Und dann habe ich hier noch etwa 200 Gramm Weißkohl, einfach in Streifen schneiden. Außerdem eine Möhre, schälen und in dünne Scheiben schneiden und die Zuckerschoten nur waschen und im Ganzen belassen. Danach eine große Pfanne oder einen Wok mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Knoblauch, Ingwer und Schalotten hineingeben und unter ständigem Wenden bei hoher Hitze ca. 1 Minute anschwitzen. Ich empfehle euch, maximal 2 Portionen gleichzeitig zuzubereiten, so lässt sich alles gleichmäßiger anbraten. Jetzt das Gemüse in die Pfanne geben, für weitere 2 bis 3 Minuten unter ständigem Wenden anbraten, so lange bis das Gemüse leicht zusammenfällt, aber immer noch knackig ist. Als nächstes kommt ein Ei in die Pfanne, dafür das Gemüse etwas zur Seite schieben, das Ei in die Pfanne schlagen, kurz anbacken lassen und dann wie ein Rührei zusammenschieben. Wenn das Ei fast komplett gestockt ist, einfach unter das Gemüse rühren. Und zum Schluss kommen nur noch die Mie-Nudeln sowie die Soße in die Pfanne. Alles einmal gut umrühren, bis die Soße komplett von den Nudeln aufgesogen wurde. Nochmal kurz unter Wenden mit anbraten und dann vom Herd ziehen und auf Tellern verteilen. Die gebratenen Nudeln zum Schluss mit ein paar Frühlingszwiebeln, weißem sowie schwarzem Sesam garnieren und am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.